Es ist wieder soweit. Das Duell im Ruhrgebiet. Der BVB muss nach Gelsenkirchen. Alles zum Revierderby jetzt in eurem Feiertagsmagazin. Ja, herzlich willkommen bei eurem Feiertagsmagazin. Wir sind aus Mailand zurückgekehrt und stehen natürlich noch ein klein wenig unter dem Einfluss des gestrigen Spieles. Es war nicht so das, wie wir uns das alle vorgestellt haben, oder? Na, richtig, Norbert. Das Gefühl von gestern bleibt. Es war in meinen Augen eine unnötige Niederlage. Inter Mailand war nicht wirklich um 2 Tore besser, waren effektiver, so muss man es beschreiben. Uns hat sicherlich auch das eine oder andere an Durchschlagskraft gefehlt. Nichtsdestotrotz ja, war es eine unnötige Niederlage. Wir haben trotzdem noch die Möglichkeit, mit dem Rückspiel in 2 Wochen, auch im direkten Duell gegen Inter Mailand, uns den Tabellenplatz 2 wieder zurückzuholen. Aber wir wissen, dass wir jetzt in der Champions League gefordert sind, gerade was die Heimspiele angeht. Aber das ist jetzt vorbei, Sebastian. Am Wochenende steht das nächste Spiel auf dem Programm. Das Derby steht auf dem Programm. Ein Spiel, wo sich natürlich alle Fans von Borussia Dortmund drauf freuen. Und du hast ja inzwischen auch zahlreiche Derbys für unseren Verein bestritten. Letzte Saison zum ersten Mal außerhalb des Platzes. Wie groß ist denn der Unterschied gerade bei diesem besonderen Spiel? Ja, ist schon ein Unterschied, zweifelsohne. Man hängt anders drin, man kann das Spiel auch anders beeinflussen. Das ist nun mal so, wenn man nicht mehr eingewechselt werden darf, obwohl man auf der Bank sitzt. Aber geht das eigentlich noch? Ja, es ist schwierig, wirklich. Gerade in solchen Spielen, weil man einfach merkt, wie es die Menschen bewegt und was ich ja selber auch schon für Momente, Derby-Momente, spezielle Derby-Momente hatte. Deswegen will man ab und zu natürlich mal wieder reinschlüpfen in die Rolle des Spielers, das Spiel am besten beeinflussen, Derby-Held werden. Da können wir dich eigentlich noch einwechseln? Nee, ich stehe nicht auf Gibt man den Pass zurück eigentlich? Oder wie geht das? Nee, ich habe meinen Pass nicht zurückgegeben, aber ich stehe nicht auf der Spielberechtigungsliste. Sehr schön. Unter der Woche haben wir uns mit unserem Kapitän getroffen und mit ihm über seine Derby-Erfahrungen gesprochen. Man merkt das schon in dieser Woche vor dem Derby einfach, dass die Stimmung einfach ein bisschen anders ist. Man hat die Fans auch nach dem Spiel gehört gegen Gladbach, haben sie gerufen, wir wollen den Derby-Sieg und wir natürlich auch. Als Spieler natürlich, wenn man das erste Mal ein Derby gespielt hat, ist es einfach eine ganz andere Atmosphäre, glaube ich, generell im Team und dann im Stadion auch. Und man weiß, dass es nichts Wichtigeres gibt als den Derby-Sieg in dem Moment und den wollen wir natürlich holen. Ich glaube, das Derby schreibt schon seine eigenen Gesetze und von daher ja, wollen wir natürlich nach dem Spiel vor dem Blauen stehen und das ist unser Ziel. Ja, Marco als gebürtiger Dortmunder, der kennt natürlich Derbys von seinen Kindheitstagen her schon. Und du bist damals, vor vielen, vielen Jahren, aus Freiburg in den Pott gekommen, zu uns in den Pott gekommen. Wie bist du zum ersten Mal mit dem Derby in Berührung gekommen und wie sind deine ersten Derby-Erinnerungen? Ja, ich bin ja im Januar 2002 hier zum BVB gekommen und ja, als interessierter Fußballer hat man sich natürlich auch, bevor man hier Spieler von Borussia Dortmund war, mit dem Derby beschäftigt. Das hat mich natürlich auch früher schon bewegt, auch viele Spiele verfolgt. Aber wenn man dann hier lebt in der Stadt und es dann auch sowohl in die positive Richtung als auch manchmal negativ spürt, dann ist es doch was anderes. Aber ich habe zum Glück sehr, sehr viele positive Derby-Momente erlebt, spektakuläre eigene Tore geschossen. Und an meinen allerersten Derby-Moment kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber ja, es sind immer wieder Highlight-Spiele. Es sind ganz besondere Momente, die auch dazu führen können, dass man Dinge wieder drehen kann. Und darauf hoffen wir. Aber manchmal auch überdreht. Ne? Es gehört aber auch genauso damit zu. Ne? Es ist halt ein Derby. Ne? Ja, die Emotionen sind in so einem Spiel nochmal besonders. Aber das wird uns am Samstag auch gut tun. Das Spiel kommt zum richtigen Zeitpunkt. Beim Derby braucht man eine gewisse Körperlichkeit. Das weißt gerade du als ehemaliger Mittelfeldspieler. Wie bereitet man denn unsere Mannschaft darauf vor, dass man sagt, pass auf, da müsst ihr gegenhalten? Ja, wir haben ja auch gestern gegen eine italienische Mannschaft gespielt, die auch sehr körperbetont war, sehr robust war. Auch da mussten wir uns wehren und das müssen wir am Samstag auf jeden Fall auch wieder. In einer anderen Form, weil es sicherlich nochmal hitzig zugehen wird. Man muss auch kühlen Kopf bewahren, man darf auch nicht überdrehen. Das ist genau das, was du vorhin auch angesprochen hast. Aber man muss mit heißem Herzen zugegen sein. Ich glaube, das ist das, was die Menschen jetzt von uns erwarten, dass wir uns in diesem Spiel
aufopfern, dass wir alles geben, dass wir bis an die Grenze gehen. Sie werden uns vieles verzeihen, aber wenn wir nicht den Moment im Moment begreifen, auch dann für den BVB, für uns als Mannschaft kämpfen, dafür werden sie kein Verständnis haben. Und ich glaube, genau diese Dinge beginnen im Kopf. Da muss man sich im Vorfeld gut drauf einstellen. Es ist nur noch nicht viel Zeit. Ich meine, wir haben gestern gespielt, Samstag ist sozusagen das nächste Spiel, da ist nicht viel Luft. Aber es wird auf jeden Fall reichen, um sich mental auf dieses Spiel einzustellen. Und ab morgen legen wir den Schalter komplett um. Und dann ist die volle Fokussierung nur noch auf dieses Spiel. Da zählt nicht mehr, was vorher war, und es zählt auch nicht, was danach kommt. Das Derby am Ende einer englischen Woche. Dann kommt man natürlich da auch vielleicht sogar ein bisschen mit Wut im Bauch. Vom Mittwoch am Samstag zum Spiel gegen die Blauen, und die konnten sich allerdings die ganze Woche schön auf das Derby vorbereiten. Meinst du, sie haben dadurch in irgendeiner Art und Weise einen kleinen Vorteil? Ach, es ist jetzt die erste englische Woche gewesen nach einer Nationalmannschaftspause. Ich glaube nicht, dass das ein Riesenvorteil ist, aber es mag vielleicht auch sein. Klar, die Schalker spielen zu Hause. Sie werden dieses Spiel natürlich auch nutzen wollen, sind deutlich verbessert, haben in dieser Saison auch einiges Neues bewegt, auf der Trainerposition, aber auch in ihrer Spielweise. Also natürlich werden die heiß sein, die werden sich das natürlich positiv gut reden, dass sie sagen, unter der Woche haben sie Kräfte sparen können. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass wenn man am Samstag im Spiel direkt wieder reinkommt, wenn man die richtigen Mittel findet, dass die Beine dann ganz schnell wieder freigelaufen werden, gerade in so einem Spiel, weil man weiß, um was es geht. Ich hoffe natürlich auch, dass sie sich nächste Woche die Niederlage schönreden werden. Ja, um ein Derby zu gewinnen, braucht man natürlich Tore. Und wir haben uns mit einige Borussen gefragt, wie es denn so ist, ein Derby-Tor zu erzielen. Für mich sind Derby-Tore die geilsten. Ich habe in einem Derby das schlechteste Spiel meiner Karriere gemacht. Aber mit dem Siegtor war das komplett vergessen. Derby-Tore sind was für die Seele. Von meinem Derby-Tor erzähle ich meinem Enkel. Auf geht's, Jungs. Viel Glück im Derby. Ihr gewinnt sicher. Derby-Tore sind für die Fans die schönsten Geschenke. Derby-Tore sind für die Ewigkeit. Gibt nichts Schönes als 3 Punkte in Derby. Derby-Tore sind wirklich die geilsten Tore, die es überhaupt gibt, weil von Derby-Toren werden Jahre später noch Geschichten erzählt. Ja, ein Statement fehlt natürlich noch. Es sitzt hier. 2 Derby-Tore hast du erzielt, Sebastian? Ja, super cool, wenn man den Einspieler hier so sieht, bekommt man ja nicht jedes Mal Gänsehaut, weil bei ganz vielen Toren war ich auch dabei und kann mich noch ganz gut in dieses Gefühl hineinversetzen. Ja, es wurde eigentlich alles schon gesagt zu den Derby-Toren, also ja, ist einfach geil. Das stimmt. Das kann man gar nicht so. Es ist einfach geil, da ein Tor zu schießen. Das ist was Besonderes. Es ist besonders laut, es ist besonders emotional. Ich hätte gerne mal hier eins geschossen, aber ich habe es immer nur bei den Blauen geschossen. Naja. Ja, du warst ja jetzt auch nicht immer so weit vorne, dass du da hättest immer eins schießen müssen. Ne? Die Leistungs- und Ergebniskurve, die ist ja so ein bisschen, die schwankt so ein bisschen im Moment. Und wie bekommt ihr da wieder Konstanz rein, so wie im letzten Jahr? Ja, ist im Moment wirklich nicht so ganz einfach. Wir haben einige Unentschieden gehabt, jetzt nach dem Sieg in Gladbach eigentlich so ein klein bisschen Aufschwung zu spüren, obgleich wir uns das auch hart erarbeiten mussten hier im Heimspiel.
Nun ja, jetzt kam gestern die Niederlage wieder hinzu. Es fluppt im Moment nicht so richtig. Wir müssen uns die Dinge hart erarbeiten, kleine Schritte gehen, aber uns jetzt voll darauf fokussieren. Es gibt nichts anderes als dieses Derby jetzt am Wochenende. Jeder Einzelne soll sich auf die Leistung, muss sich auf die Leistung konzentrieren. Jeder muss gucken, dass er in die beste Verfassung kommt, um auch körperlich und mental fit zu sein für dieses Spiel. Und der Trainer wird sich dann natürlich ausreichend Gedanken darüber machen, wie wir am Samstag rangehen, wie wir taktisch rangehen, wie wir personal rangehen. Es wird sicherlich den einen oder anderen Wechsel geben. Marco wird zurückkommen, da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass allein schon, wenn Marco auf dem Feld ist, ist es, glaube ich, so ein bisschen was anderes. Das habe ich gestern irgendwie so, meine ich, gespürt. Ja, wenn unser Kapitän an Bord ist, hilft das auf jeden Fall. Und auch gerade am Wochenende hat er wieder das wichtige 1:0 gemacht. Also er ist dann auch schon derjenige, der beim Gegner auch was verursacht, der beim Gegner auch Respekt erzeugt und immer wieder in der Lage ist, auch ein Tor zu schießen. Und ja, diese Zielstrebigkeit brauchen wir. Am Samstag ganz besonders. Aber irgendwie freue ich mich auch drauf. Ich weiß nicht warum. Ich hab ein gutes Gefühl. Sebastian, ich freue mich auch total drauf. Jetzt gibt es wieder unser ganz beliebtes Spiel, Tor oder kein Tor, Zweikampf, Kehl gegen Dickel. Letztes Mal habe ich gewonnen, weißt du es noch? Nein, ich habe noch nie verloren. Ich habe noch nicht einmal verloren. Das können die Jungs nachher noch mal einspielen. Wenn du den Zwischenstand siehst du, dass ich noch nie verloren habe. Ja, gegen wen spielst du eigentlich immer? Ich liege zurück und zwar richtig. Ja, siehst du. Raducanu. Du lieber Gott, was ist denn das für ein Durcheinander? Ja, Warte, ich mache. Hast du da nicht gespielt? Ich bin noch nicht 80. 3, 2, 1. Der schießt ihm gegen das rechte Standbein. Und dann geht er rein, pass auf. Habe ich gesagt. Wer ist denn das? Abramczyk. Oh, der Flankengott. Ja, das ist ja einfach. Das ist ein Derby. 3, 2, 1. Heute immer das Gleiche da. Wer ist drin? Du bist doch eher Abwehrspieler, das kannst du doch gar nicht einschätzen. Stevic. Freddy Bobic. Da steht immer noch 1:1. Ich hole irgendwie auch nicht auf. So, und jetzt haben wir, das ist neu. Wir bekommen immer eine Szene zugeschickt von unseren Zuschauern. Das ist meistens die allerschwierigste Szene. Ja. Also, jetzt bin ich gespannt. Ja, was war das denn? 3, 2, 1. Mist. Der Torwart, guck mal, wie der guckt. Der fällt ihm, das ist der Pieplitscher. Pass auf, der fällt ihm auf den Kopf. Der fällt ihm auf den Schädel umgedreht. Oh! So, wir schauen jetzt mal auf den Zwischenstand. Es ist wirklich nur ein Zwischenstand. Und ihr wisst, am Ende habe ich fast immer gewonnen, es sei denn, am letzten Spieltag wurden wieder irgendwelche dubiosen neuen Regeln erfunden. Also 12:16. Sebastian, das sieht nicht richtig gut für mich aus, aber... Sei froh, dass du dieses Jahr höchstens noch einmal gegen mich spielen musst. In der Rückserie komme ich gerne noch mal vorbei. Ja, das hat er übrigens als erstes gesagt. Ich bin immer noch vorne. Kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Naja, also schickt uns auf jeden Fall weiter Szenen zu, so wie eben die. Für mich war der Ball übrigens drin, aber es hätte auch nichts am Ergebnis geändert. Ne? Deshalb haben wir wieder das Gleiche getippt. Egal. Also, wir haben ein wunderschönes Foto gemacht. Letzte Woche, Julian war ja hier. Und Sebastian und ich haben auch schon ein schönes Foto gemacht. Das könnt ihr ja steigern. Natürlich alles zugunsten unserer wunderbaren Stiftung. So, Julian müssen wir noch besuchen. Der unterschreibt natürlich auch noch. Ja, drückt die Daumen zu Hause, dass wir das Spiel gewinnen. Und Sebastian wird uns jetzt noch eine Erklärung geben, warum wir das Derby am Wochenende gewinnen. Warum wir gewinnen? Weil wir Russen sind. Weil wir die
Besten sind. Weil wir Borussen sind. Ja, genau. Also drückt die Daumen. Das war's von eurem Feiertagsmagazin. Tschüss, macht's gut. Bis demnächst. Und Sebastian, vielen Dank, dass du gekommen bist. Und sehr gerne. Unentschieden. Viel Spaß der am Niederlage. Tschüss, bis dann. Ciao. Ja, tschüss.